Hallo und herzlich willkommen zu den Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich begrüße heute bei mir Boris Koslowski vom Impact Hub Hamburg. Dankeschön, Marilena. Ja, schön, dass du da bist. Kommst du gerade direkt aus dem Impact Hub, Boris? So ist es, genau. Also mein Alltag ist sehr fokussiert auch auf den Impact Hub. Bei mir jetzt nicht so der Bedarf nach Remote Work, sondern an dem Kern, an der Community im Impact Hub. Community. Das heißt, Impact Hub ist ein Coworking Space? Ja, ist gar nicht so einfach, das alles irgendwie in einen Satz zu packen, weil wir uns als mehr sehen als klassisches Coworking Space. Also es ist jetzt nicht so, dass du nur deinen Tisch, deinen Stuhl und schnelles Internet bekommst, sondern es geht eben sehr stark um den Austausch, um die Vernetzung, um die Inspiration und eben auch befähigt zu werden, die eigenen Ideen, die eigenen Unternehmungen weiter voranzutreiben. Und wie bist du dazu gekommen, also zum Impact Hub? Du hast es mitgegründet in Hamburg? Genau. Also Hamburg habe ich mitgegründet, gemeinsam mit José Saldaña. Und du kannst dir das so vorstellen, dass jetzt nicht jedes Impact Hub genau gleich ist, dass es so dieses klassische Franchise-System ist, sondern uns überlassen ist, wie wir die Themen, die wir bespielen, also sehr stark soziales Unternehmertum und soziale Innovation in Hamburg vorantreiben wollen. Und jede Stadt ist anders, jede Stadt braucht was anderes, jedes Ökosystem ist anders, die GründerInnenlandschaft ist anders. Und ich persönlich bin dazu gekommen, dass ich so diesen klassischen akademischen Weg durchlaufen bin, und dann war so in der Zeit immer die Frage, okay, zu welchem Unternehmen gehst du? Und da habe ich relativ viele kennengelernt, so in der Corporate-Schiene, und dann festgestellt, okay, es muss noch was anderes geben, was mich glücklich macht, wo ich mich mehr entwickeln kann, wo ich vor allem mehr positive Wirkung entfalten kann. Und das hat mich dann zu dem Thema Social Entrepreneurship gebracht. Positive Wirkung, einen Impact haben. Was bedeutet das denn für dich genau? Ja, also bei uns geht es darum, Menschen zu unterstützen, die unternehmerisch tätig sein möchten, also auch an unserem klassischen Wirtschaftssystem teilnehmen möchten, aber nicht nur mit der Prämisse, okay, wir wollen unsere Gewinne maximieren, das ist das Einzige, was zählt, sondern wir wollen eine positive Wirkung entfalten, nachhaltige soziale Geschäftsmodelle aufbauen, und da orientieren wir uns sehr stark an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Und würdest du sagen, ich meine, du hast ja jeden Tag mit vielen unterschiedlichen Menschen und Startups zu tun, die bei euch im Impact Hub arbeiten oder auch sich dort treffen und vernetzen. Würdest du sagen, es gibt etwas, was Social Entrepreneure irgendwie trotz ihrer wahrscheinlich Unterschiedlichkeit irgendwie gemein haben miteinander, was sie teilen? Also jetzt aus der Vergangenheit, also uns gibt's jetzt so ungefähr seit 3-4 Jahren mittlerweile, ist es so, dass es einen klaren Unterschied gibt zwischen den klassischen Gründern, die vielleicht auch so mehr diesen Unicorn-Ansatz verfolgen, wir wollen Gewinn maximieren, und den SozialunternehmerInnen. Und das, was alle auszeichnet, ist eine sehr krasse intrinsische Motivation. Also alle wollen wirklich was bewegen, was Positives verändern, gesellschaftliche Herausforderungen angehen, und eben das, was die meisten auch nebenher gelernt haben oder übers Studium gelernt haben, dann eben auch einsetzen. Und das sind Herzensthemen, die die Menschen umtreiben, die sie dann versuchen, auch unternehmerisch anzugehen. Und ich meine, ihr seid in Hamburg, du hast das Impact Hub in Hamburg mit aufgebaut, gegründet. Wie würdest du sagen, ist Hamburg bisher als Stadt im Bereich soziales UnternehmerInnentum aufgestellt? Ja. Das hat uns sehr stark umgetrieben, auch am Anfang, als wir das Konzept für den Impact Hub hier in Hamburg gestaltet haben, weil wir gesehen haben, es gibt so die Alteingesessenen, die wirklich eine krasse Wirkung entfaltet haben, die eine große Sichtbarkeit haben, also Viva Con Aqua, Lemonade, das Dialoghaus zum Beispiel, die auch von sich natürlich eine starke Wirkung haben. Aber dann kommt irgendwie lange nichts. Und dann wieder sehr viele Initiativen, die so am Anfang stehen, die ihre Idee erstmal validieren möchten und so die ersten Schritte gehen möchten. Und für die hat häufig so diese erste Anlaufstelle gefehlt. Also wo können wir überhaupt hin, um zu verstehen, was sind die richtigen ersten Schritte, die wir gehen können, auch Vernetzung zu anderen Akteuren. Und das war für uns auch eine der wesentlichen Punkte, wo wir gesagt haben, so, hey, es macht halt einfach Sinn, so einen Ort in Hamburg zu gründen. Und dann auch Sinn, sich diesem internationalen Netzwerk anzuschließen, um die Synergien weltweit halt auch noch mitzunehmen. Und was glaubst du, was bedarf es jetzt auch aus deiner Erfahrung heraus noch mehr in Hamburg, um soziales Unternehmerinnentum zu fördern und noch mehr Synergien eben zu ermöglichen? Ja,
Also wenn man bei uns in der Community mal fragen würde, ist es vor allem die Förderung. Also viele UnternehmerInnen sind vor allem jetzt auch durch die schwierigeren Zeiten mit Corona und den Herausforderungen, die wir generell jetzt gerade haben, schon in einer schwierigen Situation, so dass es da gemeinschaftlich mit der Stadt, gemeinschaftlich mit anderen Stakeholdern in der Stadt sicherlich interessant wäre, gute Fördermittel da zur Verfügung zu stellen. Da gibt es schon gute Initiativen, insbesondere auch von der IFB, der Innovations- und Förderbank in Hamburg und einigen Behörden hier in Hamburg. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man immer weiter ausbauen kann. Und ein weiterer Punkt ist sicherlich auch Sichtbarkeit. Also das fällt vielen, vor allem dann auch in der Anfangsphase oder in der ersten Wachstumsphase, da schwer, mit den geringen Ressourcen, die man hat, auch entsprechend laut und sichtbar zu sein. Ja, apropos Sichtbarkeit, in Hamburg ist ja jetzt für Ende 2022 die sogenannte Social Entrepreneurship Allianz geplant, bestehend aus unterschiedlichen UnternehmerInnen, Unternehmungen. Kannst du uns dazu vielleicht noch irgendwie mehr erzählen? Ja. Also ist ein spannendes Projekt, sagen wir mal. Das lief jetzt von Anfang des Jahres und wird den Abschluss finden Ende 2022, wenn diese Strategie dann tatsächlich verabschiedet wird. Und es war ein sehr inklusiver Prozess, um wirklich zu erarbeiten, was braucht Hamburg im Bereich Social Entrepreneurship und wo möchte sich Hamburg auch hinentwickeln. Und dieser Prozess wurde sehr gut begleitet durch 2 Agenturen, Zukunft 2 und Kombüse hier aus Hamburg. Und da haben wir dann gemeinsam erarbeitet, dass wir eine Allianz aufbauen wollen, um eben Innovationen zu fördern, die gesellschaftliche Herausforderungen angehen und da vor allem diesen Initiativen Sichtbarkeit zu geben, aber auch Unterstützungsangebote, wie diese Initiativen mit den Ressourcen klarkommen, aber dann halt eben darauf aufbauend Unterstützung von der Stadt bekommen, von anderen Stakeholdern in der Stadt, seien es Räumlichkeiten, seien es Programme, an denen sie teilnehmen können, Mentoring, Coaching. Also da wird, glaube ich, in den nächsten Monaten, Jahren relativ viel Positives auf Hamburg zukommen. Das klingt doch sehr spannend. Eine persönliche Frage habe ich noch, und zwar, was schätzt du vielleicht am allermeisten an der Social Entrepreneurship oder auch vielleicht gerade der Impact Hub Community, die sich jetzt aufgebaut hat oder die ihr aufgebaut habt? Das Schöne wirklich und da auch ganz persönlich, was mir wirklich so diesen Drive und die Motivation gibt, ist zu sehen, was passieren kann irgendwie, wenn man Menschen zusammenbringt in der Community. Und das, was die Menschen dort auch auszeichnet, ist nicht, okay, wir haben jetzt eine Ellenbogenmentalität und jeder versucht, das eigene Business voranzutreiben, was natürlich auch wichtig ist, weil dieses Business den Menschen ja auch irgendwie das Brot auf den Tisch geben soll. Aber es besteht eine sehr große Bereitschaft für Kollaboration und gemeinsam Dinge zu denken und voranzutreiben. In dem Sinne danke ich dir sehr, dass du den Weg hierher auf dich genommen hast durch den Regen, durch den Hamburger Regen und Einblicke gegeben hast in deine Arbeitswelt und das soziale Unternehmerinnentum in Hamburg. Vielen Dank, Boris. Großartig, Dankeschön. Ich danke auch euch sehr fürs Zuschauen und euer Interesse und bis zum nächsten Mal bei den Future Hamburg Talks.